Grüß euch und herzlich willkommen zurück zu Laut gedacht. Man sollte ja meinen, die anstehenden Wahlen und der damit verbundene Wahlkampf waren das erste Thema nach der Sommerpause. Aber tatsächlich hat es vor ein paar Wochen was anderes gegeben, was mich so richtig, aber so richtig auf die Palme gebracht hat. Und zwar das. Hass im Netz. Menstruationstasse im Angebot. Shitstorm gegen Hofer. Zahlreiche Postings wegen voll ekligen Produkt. Echt? Ernsthaft? Eine Menstruationstasse löst einen Shitstorm aus? Wirklich? Und was schreiben die Leute da so? Wenn man das hier durchliest, dann kotzt man ja gleich. Lieber Hofer, vielleicht ein paar andere Produkte präsentieren. Der Hofer verblödet sich nicht, auch schon solche Dinge anzubieten. Als nächstes gibt's sicher auch Viagra. Die Tatsache, dass ein Hygieneartikel für Frauen so einen Skandal auslösen kann, beweist wieder einmal, in was für einer sexistischen Welt wir eigentlich leben. Natürlich finden es Männer super geil, wenn sie irgendwelche halbnackten, vollbusigen Frauen auf irgendwelche Sportautos regeln. Boah, Alter, geil, ey, unnormal, ey. Aber wenn es dann darum geht, dass die eine Menstruation haben, dann ist das natürlich grauslich. Eine Menstruationstasse. Bäh. So ungefähr genauso grauslich wie Toilettenpapier oder Zahnbürsten. Naja, Männer vergessen dabei ganz offensichtlich, dass die anderen 50% der Weltbevölkerung einmal im Monat ihre Menstruationsblutung haben. Und dann gibt es natürlich auch noch die Sorte Männer, die nicht einmal für anatomisch vorgegebene Gegebenheiten ein bisschen Verständnis aufbringen können. Ich gebe euch ein Beispiel. Vor ein paar Monaten hat der Standard auf Facebook diesen Artikel gepostet. Jede dritte Frau leidet unter massiven Regelschmerzen. Einige Länder haben deshalb zusätzliche freie Tage für Menstruationsgeplagte eingeführt. Und die ersten Kommentare dazu kamen, Überraschung, Überraschung, von Männern. Die haben sie dann ungefähr alle so angehört wie dieser unfassbar dumme Kommentar von Manfred P. Nee, bitte bleibt zu Hause, wenn ihr eure Tage habt, Migräne oder sonst was. Aber regt euch dann nicht auf, dass Frauen bei der Jobsuche benachteiligt werden. Ich habe ja ehrlicherweise noch nie verstanden, warum manche Männer oft das Bedürfnis haben, Frauen etwas über deren Körper zu erklären. Das ist ja ungefähr so, wie wenn ein Blinder am sehenden Menschen die Farbe vom Himmel erklären wird und dann auch nur davon ausgehen wird, dass seine Meinung die richtige ist. I'm going to take such good care of women's healthcare issues, you won't even believe it. Vielleicht urteile ich da jetzt ein bisschen vorschnell, aber die Schreiberlinge solcher Bullshit-Kommentare sind entweder aus Leidenschaft Sexisten und oder haben sie nicht einmal im Ansatz mit dem Thema Menstruation auseinandergesetzt. Wenn man nämlich weiß, dass 35% aller Frauen, also jede dritte Frau, unter Regelbeschwerden wie schmerzhaften Unterleibskrämpfen, pochender Migräne, starker Übelkeit oder Ähnlichem leidet und dass junge Mädels oft panische Angst haben, dass sie in der Schule oder irgendwo anders in der Öffentlichkeit einen Tag kriegen, dann schreibt man doch nicht so einen Schrott. Also, ihr sogenannten Männer, es ist 2019 und es interessiert wirklich keine Sau mehr, ob sich ihr vor der Menstruation einer Frau ekelt oder nicht. Die Zeit von dummen Regelwitzen oder sexistischen Bemerkungen über den Zyklus von Frauen, die ist vorbei. So wie ich das sehe, habt ihr jetzt genau zwei Möglichkeiten. Erstens, und das ist die optimale Variante, ihr setzt euch ein bisschen, nur ein bisschen, mit dem Thema auseinander, sodass vielleicht sogar bei Bedarf Frauen in eurem Umfeld supporten könnt. Da hilft es zum Beispiel, wenn man weiß, verwendet die Frau Slip-Einlagen oder Tampons oder eine Menstruationstasse, welche Tampongröße braucht sie oder hat sie eine bevorzugte Slip-Einlagenmarke, weil so kann man nämlich auch im Bedarfsfall sogar selber welche einkaufen gehen. Und keine Sorge, es lacht euch keiner aus, weil die meisten Menschen, die nicht so sind wie ihr, die finden das nämlich gar nicht ekelig. Für die ist das was ganz Normales. So wie wenn man Zahnpasta einkaufen geht. Oder zweitens,
Und das ist nicht die optimale Variante, aber sicher die einfachste. Ihr haltet einfach eure Klappe. Damit habt ihr zwar keinen geholfen, aber es ist euch auch niemand böse. Ist es wirklich so schwer? Diese feministischen Männerhasser, man darf überhaupt nichts mehr sagen. Na. Mit Männerhass hat das überhaupt nichts zu tun. Es geht um Respekt und um ein rücksichtsvolles Miteinander. Es geht darum, Rücksicht zu nehmen auf die Lebensumstände von anderen Menschen und Verständnis zu zeigen. Also überleg das nächste Mal, bevor du die nächste unqualifizierte Bemerkung über den Körper von einer Frau machst. Das ist echt nicht so schwierig. Also dann, bis zum nächsten Mal. Wie immer, bleibt frech und wild und wunderbar. Geht euch.